Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. In diesem Video geht es um eine Sache, die euch brennend interessiert, und zwar Softbags versus Koffer. Ich bin ja die letzten Jahre auf der Afrika Twin RD07 immer mit Softbags unterwegs gewesen. Gekauft habe ich sie damals mit Koffern. Da waren so Plastikkoffer von Hepco und Becker dran und die habe ich nach den ersten Touren abmontiert, weil ich diese Koffer einfach als nicht so toll empfunden habe und mich dann für Softbags entschieden. Das habe ich natürlich nicht ohne Grund gemacht, sondern habe ich ganz klar die Vorteile von Softbags gesehen, die da wären, dass Softbags zum einen deutlich leichter sind als Koffer. Ja, das ist für mich gerade im Gelände ein ganz, ganz großer Pluspunkt von Softbags. Zum Zweiten sind Softbags viel, viel leichter zu reparieren als Koffer. Also wenn da mal so ein Riss reinkommt, dann lässt sich der relativ leicht mal eben mit Panzertape wieder fixieren. Oder wenn zum Beispiel eine der Haltelaschen hier, die hinten über den Gepäckträger gehen, reißen würde, was allerdings nie vorgekommen ist. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr viel Offroad gefahren mit dem Motorrad in der Zeit, wo ich diese Softbags benutzt habe. Man kann sie einfach zusätzlich noch sehr leicht sichern durch solche Spanngurte, was ich dann auch immer gemacht habe, weil ich mir dachte, na, wenn mal sowas reißen sollte, ist es besser, das nochmal zusätzlich zu sichern. Und wie gesagt, es ist nicht ein einziges Mal gerissen in den, 4, 5 Jahren, die ich jetzt damit gefahren bin. Von daher, war das für mich in dem Sinne echt eine sehr angenehme Sache. Wenn ich mal hingefallen bin, und das kam auch häufiger vor, wie viele von euch wissen, dann ist da auch echt nichts dran gekommen. Hier sind so ein paar leichte, im Plastik, aber das geht auch nicht durch. Das ist so ein bisschen angerissen von außen. Aber das, wie gesagt, ist nie komplett gerissen und ist einfach heil geblieben bei den vielen Reisen und Offroad-Aktionen, die ich damit gemacht habe. Und der dritte ganz, ganz, ganz klare Vorteil, den ich bei Softbags sehe und die letzten Jahre genossen habe, ist, dass man Offroad vor der Gefahr geschützt ist, wenn man, wie zum Beispiel bei dieser krassen Steinpiste, die wir da in Spanien hatten, wenn man da mit den Füßen auf den Boden muss, während man fährt, weil man sonst das Motorrad nicht gehalten bekommt, weil es immer wieder richtig extrem wegrutscht und man die Geschwindigkeit nicht bekommt, die man bräuchte, um da super gut mal eben so drüber zu flügen, dann ist bei den Softbags eben nicht die Gefahr, dass sie einem die Wade brechen. Das habe ich in Marokko erlebt. Da bin ich ja mit Freunden unterwegs gewesen und die hatten Koffer und da gab es wirklich die Situation, dass wir da durch das Headset laute Schreie hatten, weil jemand seine Koffer in der Wade hatte, weil er da ganz blöd ausgerutscht war in der Wüste von Marokko. Und diese Schreie hatte ich echt im Ohr und dachte so, oh mein Gott, gut, dass ich keine Koffer drauf habe. Oh Mann, shit, ey. Oh. Okay, mit vereinten Kräften. Ja, Moment, atmen. Gut, auf jeden Fall, weiter geht's. 1, 2 und 3. Den Fuß direkt hinterm Koffer. Ich bin ja echt gerade ziemlich froh, dass ich keine Koffer habe. Das kann mir mit den Softbags nicht so leicht passieren. Das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich die Softbags habe. Ne? Also das kann ja immer mal passieren. Ich weiß, die Füße gehören auf die Rasten Offroad. Die Theorie sieht oft anders aus als die Praxis. Und genau, das habe ich die letzten Jahre also sehr, sehr, sehr geschätzt an den Softbags. So, jetzt habe ich aber die neue Afrika Twin, die CRF 1100, mit Koffern bekommen, mit Alukoffern von Honda, und die sind da jetzt drauf und ich habe sie bei den letzten Touren auch drauf gelassen. Ich habe gedacht, komm, gib denen mal eine Chance, und habe da wirklich nochmal ganz klar Vorteile entdeckt, die ich jetzt bei den alten Koffern, die vorher auf der RD07 drauf waren, ganz klar nicht entdecken konnte, weil die Koffer waren anders von der Handhabung. Abgesehen von dem Topcase, was natürlich oben so drauf ist auf der Afrika Twin, haben diese Koffer von Hepco und Becker den Nachteil, dass sie eben seitlich aufgehen. Das heißt, die sind so an der Queenie dran gewesen
Und immer, wenn man dann ja, da dran wollte, musste man sie dann quasi hier seitlich aufmachen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, das ist echt ein bisschen nervig gewesen, weil da fällt dann immer alles raus zu den Seiten. Und deswegen habe ich diese Koffer so gut wie nie dran gehabt. Klar, Koffer sind erstmal schwerer, wie wir gerade schon festgestellt haben. Sie sind auch schwerer wieder zu reparieren. Das heißt, wenn man drauf fällt, verzieht sich dann oft der Koffer. Das Alu ist schwerer wieder zu richten, wie als wenn man da jetzt so ein Plastik hat, wo man mal eben Panzertape drüber klebt. Und sie sind halt eine Gefahr für die Waden, wenn man Offroad seine Füße unten hat und Gas gibt. Gut, das sind jetzt die 3 Nachteile, weswegen ich mich ja gegen diese Koffer eigentlich immer entschieden hatte. Allerdings bringen die auch Vorteile mit sich. Und da sehe ich einen Vorteil ganz, ganz klar, nämlich sind die echt angenehm zu packen. So, du machst da oben den Deckel auf, packst dein Zeug rein. Einfach geil. Das Ganze habe ich mal festgehalten, als ich mich für die letzte Tour, die war nämlich letztes Wochenende, vorbereitet habe. Also wir haben gepackt und da könnt ihr jetzt mal ein paar Einblicke bekommen und seht, wie leicht es geht, diese Koffer zu bepacken. Kommen wir zu Tasche Nummer 1. Hier habe ich ganz viel Film, Equipment, Kabellage, Powerbanks. Hier ist eine Essenstasche sozusagen. Da ist eine Sojamilch drin, denn wir frühstücken ja ganz gerne auch Müsli unterwegs. Da der Kocher, da sind Töpfe drin mit Kaffee. Hier noch so ein paar Kleinigkeiten, ne? So eine Kopflampe, Mülltüten, die braucht man immer für unterwegs, dass man auch nirgendwo seinen Müll liegen lässt. Da unten ist noch das gute Leatherman, Pflaster, Reparaturkit für platte Reifen. Okay. Was hat das in meiner Essenstasche zu suchen? Da ist noch so eine kleine faltbare Tasche unten. Teller und Besteck, das ist die Essenstasche. Hier habe ich alles, was ins Zelt mit reinkommt. Das sind jetzt meine Ersatzhandschuhe, falls ich nasse habe. Obwohl eigentlich kann ich mir die auch sparen. Ich habe keine nassen Handschuhe. Ich habe ja jetzt gute Handschuhe. Okay, die lasse ich hier. Hier haben wir die Kulturbeutel, 2 Stück. Meine Klamotten für nachts und für den nächsten Tag. Ja, so ein aufblasbares Kissen. Das hatte Julian vorher auch schon. Unsere beiden Luftmatratzen und ein Handtuch. Ich habe ja im letzten Video, wo wir in der Eifel waren mit den Motorrädern, erzählt, dass ich meine Thermarest-Isomatte weggeschmissen habe, weil sie ja zerplatzt ist, als ich sie zu fest aufgepustet habe. Dann habt ihr geschrieben, dass es eine lebenslange Garantie gibt für die Thermarest-Matten und man die anstandslos in neu zurückgeschickt bekommt, wenn man seine alte kaputt hat. Das wusste ich nicht und ich habe meine viel zu schnell dann weggeschmissen. Bisschen ärgerlich. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls euch mal eine Thermarestmatte kaputt geht, da habt ihr Garantie drauf. Schickt die ein und dann kriegt ihr eine neue zurück. Ja. Ich lerne auch immer wieder dazu. Gut, das haben wir hier. Schuhe. Nachts, wenn man mal raus muss, auf Klo und so. Schuhe, die leicht anziehbar sind. Deswegen haben wir da so ein bisschen lockere, sportlichere Schuhe dabei. Mein Schlafsack, Julians Kleidung und meinen Schlafsack. Diesmal haben wir übrigens wärmere Schlafsäcke dabei. Letztes Mal haben wir uns so einen Arsch abgefroren, ey. Never ever again. Und kommen wir zur letzten Tasche. Da haben wir quasi Zeltzubehör und Zelt selber. Ich glaube, wir nehmen wieder das Coleman mit. Das, was wir letztes Mal auch in der Eifel mit dabei hatten. Dann haben wir uns jetzt mal, das hatte ich auch noch nie dabei, einen Campingtisch. Ich verlinke euch das mal in der Videobox. Genauso funktioniert das mit den Campingstühlen. Die sind auch dabei. In meine Lenkertasche kommt das, was ich so schnell mal zur Hand brauche. Hier so Ladekabel und dann noch Stative. Ich habe mir jetzt mal diese Insta 360 Halterung gekauft. Es ist ein Prozess, Freunde. Das wissen wir alle. Da muss man einfach seine Erfahrungen mitmachen. Das ist halt mega, ne? Das kann man dann einfach so rausnehmen. Und das gleiche hier auch bei der Tasche. Die passt da wunderbar rein. So hat man das, finde ich, ganz gut verpackt. Also, ne? Das ist halt wirklich richtig schön. Selbst bei den Softbags, die Julian hat, also meine Softbags von Touratech, die sind ja auch von der Seite zu bepacken. Ist auch immer so ein bisschen tricky, wenn man da nicht vorher schon die Sachen irgendwie in Tüten hat, dass die da leicht reingehen und nicht so schnell wieder rausfallen. Ich hatte da immer mein Zelt drin, das passte perfekt. Nur sowas muss man eben dann auch haben, was da reinpasst. Die von Julian sind von oben bepackbar, das ist nochmal ein bisschen einfacher. Dennoch hast du bei den Softbags natürlich immer dieses Drehen und dann musst du das am Ende da mit dem Clip wieder zusammenbekommen. Das ist natürlich bei den Koffern viel, viel einfacher. Deckel zu, Schloss zu, fertig. Ne? Das ist total toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei den Koffern halt viel, viel mehr reingeht als bei den Softbags, die ich da an der Seite hatte, die vielen Jahre jetzt. Der zweite Vorteil, den die Koffer mit sich bringen, ist, dass sie abschließbar sind. Es
es gibt für die Softbags auch extra ein, so ein Schloss, oder man kann sich da ja auch selber was bauen, damit die nicht so leicht zu öffnen sind. Aber natürlich ist das bei einem Koffer viel leichter mit dem Schloss, was da dran ist. Das hat man immer dabei. Mit dem Schlüssel vom Motorrad kann man da sehr, sehr einfach den Inhalt des Koffers abschließen, wenn man mal das Motorrad irgendwo stehen lässt. Wie sicher dieses Abschließen des Koffers ist nochmal eine andere Frage. Ich habe auch schon Geschichten gehört von Leuten, die gesagt haben, dass denen der Koffer halt aufgemacht wurde. Schlösser kann man knacken. Das ist, ja, je nachdem, wie viel Zeit man dafür hat, bei fast jedem Schloss wahrscheinlich so. Ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht erlebt, dass so ein Kofferschloss geknackt wurde. Ich habe nur davon gehört, von anderen Leuten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr da für Erfahrungen habt, wie sicher ihr so ein Kofferschloss empfindet. Dann gibt es noch einen dritten Fact, den ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber den ich kenne von Leuten, die mit Koffern fahren. Und zwar ist so ein Koffer leicht abmontiert und dann in abmontiertem Zustand beim Campen sehr geil als Tisch oder Stuhl verwendbar. Das heißt, man kann sich draufsetzen, man kann sein Essen draufpacken. Das ist natürlich echt, echt cool, weil es abends oder morgens, wenn man campt und auch mal länger irgendwo bleiben möchte, dann ist es einfach schön, sich irgendwo hinsetzen zu können oder was zu haben, wo man sein Essen draufstellt. Und das ist natürlich so ein Koffer dann ein cooler Tisch, ne? Den hat man halt immer dabei dann. Und ein vierter Pluspunkt, den die Koffer mit sich bringen, ist, sie können zwar im Gelände gefährlich sein, sie können aber auch eine große Hilfe sein. Denn wenn das Motorrad auf die Seite fällt und der Koffer ist dran, hebt er das Motorrad natürlich ein Stück weit an, weil es nicht ganz auf die Seite fällt, sondern auf den Koffer. Und somit ist es halt auch leichter wieder aufzuheben, weil es nicht ganz auf dem Boden liegt. Ja, dann kann man natürlich nur hoffen, dass der Koffer sich nicht verschiebt und auch gut montiert ist. Das wäre noch so eine weitere Sache. Es gibt bei Koffern sicherlich große Qualitätsunterschiede und auch unterschiedliche Montagemöglichkeiten, sodass es sicherlich auch welche gibt, die für Offroad-Aktivitäten nicht so geeignet sind und dann eher auch mal abfallen, wohingegen andere halten. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei denen von der Honda Africa Twin CRF 1100 ist. Denn damit habe ich bis jetzt noch keine großen Erfahrungen, was das Verhalten der Koffer beim Offroad-Fahren betrifft. Aber das wird sich auf jeden Fall noch ergeben. Und so ein paar kleine Erfahrungen konnte ich am Wochenende machen, als wir nämlich mit den Motorrädern auf Natur waren. Und da sind wir nämlich einige Passagen auch so ein bisschen Offroad gefahren. Das war sehr, sehr geil. Freut euch also auf das nächste Video, da werde ich die Tour dann veröffentlichen. Und damit wäre mal so schnell wie möglich zusammengefasst die wichtigsten Punkte, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an den Vergleich von Softbags und Koffern denke. Wenn euch da jetzt was fehlt, wo ihr sagt, das hat sie nicht gesagt, das kommt mir noch in den Kopf, haut's in die Kommentare. Ich lese mir das sehr gerne durch und alle, die dieses Video gucken, ganz bestimmt auch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Damit verabschiede ich mich erstmal bis nächste Woche. Ganz liebe Grüße an euch. Macht es gut. Mua.